Erinnert ihr euch noch an den Januar 2015? In Deutschland wurde damals ein gesetzlicher Bruttomindestlohn von 8,50 € eingeführt. Warhammer Fantasy Battles war noch nicht von Games Workshop begraben, YouTube war noch keine 10 Jahre alt und Barack Obama war noch Präsident der USA. Und genau da, am 23. Januar 2015, veröffentlichten Dennis und ich das erste TWS-Video. Diesen Teaser hatten wir bereits im Spätherbst 2014 gefilmt, wie man unschwer am vielen Laub erkennen kann. Wir hatten sogar einen Baumarkt geentert und dort, ohne Drehgenehmigung, jede Menge Unfug vor der Kamera getrieben. Das erste TWS-Tutorial erschien dann eine Woche später und viele hunderte Anleitungen sollten folgen. Moin Moin und willkommen zu TWS. Wir basteln im Atelier, bemalen in der Galerie und vieles mehr. Ja, all das ist jetzt fast auf den Tag genau 10 Jahre her. Und niemand hätte damals wohl gedacht, dass dieser Kanal jemals solch ein Jubiläum feiern würde. Naja, ich jedenfalls nicht. Besonders nachdem Dennis im Sommer 2018 raus aus Hamburg und in ein schickes Häuschen nach Niedersachsen gezogen war, um dort seine Familienplanung sprichwörtlich in die Tat umzusetzen. Das war damals schon ein ziemlicher Wendepunkt, denn zuvor hatten wir uns bei den Tutorials ja immer abgewechselt. Ab Sommer 2018 lag es also rein an mir, euch jede Woche mit Content zu versorgen. Übrigens, Dennis ist dem Hobby natürlich treu geblieben und zum Beispiel immer mal wieder ganz entspannt bei DICE zu Gast, zum Beispiel in der ein oder anderen Road to Staffel. Und auch wenn so mancher von euch beim Zappen durchs TWS-Archiv vielleicht denkt, Dennis wäre noch dabei oder es würde zumindest ein Team hinter dem Kanal stecken. Nein, der TWS bin nur ich und es ist schon irgendwie irre, dass ich das nun mittlerweile seit 10 Jahren mache. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass YouTube erst im kommenden Februar 20 Jahre alt wird und der TWS somit die Hälfte dieser Zeit mit dabei war. All das ist natürlich nur eurem stetigen Interesse zu verdanken. Denn über 600 Videos hätte ich in den vergangenen 10 Jahren sicherlich nicht gefilmt, vertont, geschnitten und hochgeladen, wenn es niemanden interessiert hätte. Zumal man mit den Videos allein bzw. von den YouTube-Werbeeinnahmen ja auch nicht reich wird. Aber dauerhafte Sponsoren und damit zusätzliche Werbeeinnahmen möchte ich nach wie vor aus dem TWS heraushalten, um weitestgehend unabhängig zu sein und euch mit möglichst vielfältigen Inhalten zu versorgen. Von daher vielen Dank für euer Interesse an all den Tutorials, Specials, Tipps und sonstigen Inhalten, die in den vergangenen 10 Jahren erschienen sind. Und die für euch natürlich weiterhin im TWS-Archiv bleiben zum immer wieder anschauen. Besonders wichtig für mich waren in den vergangenen 10 Jahren auch die Heimspiele auf der Hamburger Taktika. Anfangs hatten Dennis und ich dort noch gefilmt, dann gemeinsam einen TWS-Messestand ausgerichtet und mittlerweile ist dieser sogar direkt neben der Eingangstür zu finden. Jedes Jahr freue ich mich dort auf eure Besuche, euer Feedback und die zahllosen Geschichten über das, was ihr mit dem TWS verbindet und was euch die Videos für euren Hobbyalltag bedeuten. Das ist für mich jedes Jahr immer ein Mega-Highlight und ein irrer Motivationsschub. 10 Jahre TWS sind nun auch mal ein guter Zeitpunkt, um an ein paar Kanalschräubchen zu drehen und über Änderungen nachzudenken. Denn YouTube und unser aller Zuschauerverhalten haben sich besonders in den vergangenen Jahren extrem verändert. Entsprechend wird es ab demnächst keinen Abspann mehr in den TWS-Videos geben. Den gucken durchschnittlich sowieso nur noch 1/3 der Zuschauer. Und ich werde vermutlich auch das Intro kürzen. Mal schauen, da probiere ich gerade noch einiges aus. Die wichtigste Änderung betrifft den Rhythmus bzw. die Erscheinungsweise der TWS-Videos. Ein Video pro Woche, und zwar immer am Freitag, war stets das Ziel, doch gerade im letzten halben Jahr hat das viele Male einfach nicht geklappt. Einfach, weil dann jeweils die Zeit fehlte. Denn in jedem Video stecken viele Stunden Arbeit. Bereits eine TWS-Videominute benötigt rein vom Videoschnitt her etwa eine ganze Stunde. Hinzu kommen die Zeiten fürs Basteln und Bemalen inklusive dem Film, sowie das Schreiben und Einsprechen des Textes. Dazu noch das Hochladen des Videos sowie das Erstellen der Videobeschreibung inklusive dem Heraussuchen aller relevanten Links.
Ganz grob sind das rund 10 bis 15 Arbeitsstunden pro Video, also locker 1 bis 2 Arbeitstage. Wenn also zuletzt ein TWS-Video mal erst am Samstag oder gar am Sonntag kam, dann, weil ich jeweils noch dran gearbeitet hatte und dadurch natürlich auch immer mein Wochenende ausfiel. Daher haben Freizeit- und private Projekte zuletzt leider ziemlich gelitten. Und auch mit meinem aktuellen Buch bin ich nicht so schnell vorangekommen, wie ich es geplant hatte. Obendrein hatte ich im letzten Herbst auch ein ziemlich cooles Jobangebot ablehnen müssen, weil ich dieses neue Projekt niemals zeitlich untergebracht bekommen hätte. Und Jobs bzw. neue Projekte abzulehnen, darf definitiv nicht der neue Dauerzustand werden. Zumal ich bereits seit Jahren auch einen englischen TWS-Kanal aufbauen möchte. Schon allein, damit sich die aufwendige Übersetzung meiner Bücher nachhaltig lohnt. Von daher werden sich beim TWS demnächst schon ein paar Kleinigkeiten ändern und auch mal der ein oder andere Freitag ohne Video bleiben. Denn anders geht's bei diesem Solo-Projekt einfach nicht. Entsprechend heißt es ab sofort am Ende eines TWS-Videos, wir sehen uns im nächsten Video und nicht mehr zwingend nächsten Freitag. Ich hoffe, das versteht ihr und könnt meine Gründe nachvollziehen. Wenn ihr noch Ideen oder Vorschläge habt, was in den kommenden TWS-Jahren so auf dem Kanal passieren oder sich vielleicht ändern sollte, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich auf euer Feedback und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!